Hol die Stripperin ran, wir haben sturmfreie Bude. Das gibt auf die Mütze, aber hoffen wir mal, Liedje schaut das Video nicht an. Jungs, Mädels, ich muss euch sagen, der Staubsauger war ein voller Erfolg. Er hat komplett gefruchtet. Echt? Das Ding läuft mehrmals am Tag und der DJ ist richtig happy damit. Wer meine Storys verfolgt, der weiß, wie oft das Ding ungefähr in Einsatz kommt. Aber gut, dass du da bist, weil ich habe jetzt echt schon Hunger gehabt. Ab geht's in die Küche. Ich könnte jetzt wieder lügen und könnte sagen, ich habe alle Mahlzeiten natürlich schon vorbereitet. Aber der Engel, der mir in die Hände gefallen ist, hat das Ganze heute Morgen schon erledigt, bevor sie los ist. Also Schatzi, danke dir. Ist da irgendwas Besonderes oder? Besonders sind diese wunderschönen Tupper-Boxen von Miracle. Ihr seht schon, die Meals werden kleiner. Jetzt aber vom Training, wie sonst auch immer. Und ich frage, was ist das für eine Pampe? Das ist tatsächlich der Rice Pudding mit Zimt aufgekocht. Mit dem neuen Designer Way in Cinnamon Sugar Flavor. Ist wirklich, wirklich nice. Zimt verbessert einfach eure Insulinsensitivität. Die Kohlenhydrate, die ihr euch dann zuführt, werden direkt in den Muskel eingeschleust. Aber wichtig, man muss schon sagen, achtet da auf einen hochwertigen Ceylon-Zimt zum Beispiel. Ich habe hier ganz viele, weil die Ehrenmänner da draußen mir auf zig Events verschiedenen Zimt mitgebracht haben. Bei der FIBO habe ich glaube irgendwie dann nach dem ersten Tag 7 Zimtdosen gehabt, aber ich fülle es mir immer hier in den Lidl-Zimt rein. Also das ist nicht der, was da drin ist. Ich finde nur das Gefäß ganz cool. Also ich glaube, du bist hauptverantwortlich dafür, dass die Zimtpreise irgendwie in Zukunft auch nicht hochgehen werden. Wahrscheinlich. Das Zimt ist das neue Gold. Heute hat sie es in der Früh gemacht, deswegen ist es schön kalt geworden jetzt über die letzten Stunden. Sonst mache ich das immer gerne auch kurz in die Gefriere. Wo ich auch mega drauf abfahre, ist dieses White Moreo Cheesecake. Coole Sache. Ich habe heute auf jeden Fall wie ich es öfters mache, eine Fragerunde gestartet in den Stories. Tim004, erste Frage, bester Mann, haut ein klassisches Lauch raus. Lauch? Stimmt. Wenn du 10 Jahre zurückspulen könntest, hättest du dich wieder für Bodybuilding entschieden. Erstmal diepe Frage und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, verdammt, ich hätte es auf jeden Fall gemacht und ich hätte es auch genau so nochmal gemacht. Also mit allen Hürden und mit allen Meisterschaften, an denen ich mitgemacht habe. Also ich hätte genau denselben Weg nochmal gemacht. Wichtig dabei ist auf jeden Fall, macht trotzdem was, um eure Basis zu schaffen. Also ich habe auch den Sportlehrer gemacht und habe dann erst gesagt, hey, jetzt bin ich gut genug im Bodybuilding und kann mich darauf fokussieren. Wer die Stories von früher kennt, der weiß, ich habe immer nebenher gearbeitet, sei es jetzt im Impuls in Stuttgart, liebe Grüße, in der Sauna, die Aufgüsse gerockt. Oder als Personal Trainer oder als Barkeeper oder sonst was. Das sollte auf jeden Fall immer auch am Start sein, weil bloß irgendwas machen und dann failen, das läuft nicht. Hi. Perfekt. Danke dir. Ja, dir auch, mach's gut. Der Hausmann ist wieder back im Game. Was haben wir hier? Alicia Koll. Oskar Leschinski. Das kleine Paket. Ja, Oskar Leschinski, Fitmart, Alicia Kolb, More Nutrition und nochmal ESN. Cool. Kann ich spoilern? Autogrammkarten, oder? Nee, das Autogrammkarten war gestern. Das ist Teil 1 von mehreren Teilen, das sich dann am Ende zu einem Masterpiece zusammenstellen wird. Oh shit. Ein neues Isoclear. Mystery White. Zitrus. Ja, tipp auch mal. Ich weiß, was das ist. Pfirsichringe. Ja? Wenn du ein bisschen mehr hast, dann merkst du das. Ja, dann nehme ich auch mal mehr. Boah, richtig geil. Lass ich gleich offen. Oh, Junge! White Cookies and Cream. Kann man jetzt eigentlich nur eine Vanillenote erriechen. Vanillekeksteig irgendwie. Ne? So in die Richtung, aber wird wahrscheinlich auf so einen klassischen Cookie Dough rauslaufen. Aber was ich noch hab, den ihr fragt euch, wo ist das Whey? Ich weiß nicht, was für einen Tick ich schon wieder hab oder was für einen Film ich fahre, aber ich finde, wenn man das Whey so ein bisschen in den Kühlschrank steckt und es kalt ist, also dieser kalte, wir nennen das immer Whey-Paste, es schmeckt so viel geiler. Ich weiß nicht warum. Die kalten Sachen, da fahre ich gerade drauf ab. Aber genug gelabert. Gehen wir rüber. Wieder in der Küche. Wir machen uns jetzt final ready fürs
Training. Passend dazu habe ich noch eine Frage von Luca_Anduin. Der schreibt, bestes Pre-Workout, wenn man kein Koffein zu sich nehmen sollte. Koffein auch immer so eine große Geschichte, auch bei Markus und mir, wir reden oft drüber. Tatsächlich, wirkt sehr leistungssteigernd. Also wenn ihr Koffein zu euch nimmt vor dem Training, könnt ihr eine bessere Leistung im Training. Das war die Tür. Wenn ihr aber abends trainieren geht und Koffein zu euch nimmt, macht ihr euren Schlaf damit ziemlich kaputt, denn die Halbwertszeit von Koffein ist 4 Stunden. Sprich, ihr nehmt 100 Milligramm, einen Kaffee ungefähr. 4 Stunden später habt ihr immer noch 50 Milligramm im Blut. Wenn ihr also kein Koffein zu euch nehmen wollt, gibt es die 2 Varianten, beziehungsweise 3. Wir haben den Nitro, wir haben den Nitro X und wir haben den Crank Pump oder Crank Pump Pro. Ich entscheide mich heute für den Nitro X, weil da einfach nochmal ein Batzen mehr an Inhaltsstoffen sind. Ich nehme da aber auch nicht die volle Portion. Neigt sich langsam eine Wende. Ich nehme da 30 Gramm von dem. Das reicht völlig aus. Da es jetzt 14 Uhr ist, wir also überhaupt keine Probleme haben mit dem Schlafen, gibt es dann auch mal schön roundabout eine Alice-Zuschlag. Ja, 10 Gramm Meta X. Meta X ist das Coole gerade in der Diät. Wir haben drin L-Carnitin, Grünteeextrakt, Synephrine, Koffein. Carnitin wirkt sehr, sehr gut auf die Fettverbrennung. Also, was haben wir? Guten Pump, verbesserte Fettverbrennung. Letzter Punkt, viel Wasser. In diesem Sinne, Frage beantwortet. Pre-Workout Booster drin. Im Kopf setze ich einen Haken. Und dann würde ich sagen, ab geht's ins Training. Im Aufzug herrscht natürlich. Da fahren wir die Tür zu, ist jetzt anaboles Licht. Da habe ich dann immer die Wasserdinger in der Hand beim Einkaufen. Und dann kommt der Armpump richtig, wenn man den Arm so anstellt. Trick 17. Was auch herrlich ist in Berlin, ich komme ja aus dem Dorf, Alter. Da ist der Bus dann so einmal alle 40 Minuten gefahren. Hier kommt die Bahn jede 2 Minuten. Ist auch mal groß und stark. Ist das Eiweiß? Eiweißshake? Nee, Pre-Workout Booster. Ich glaube, das wäre nix. Ich brauche keine Energie. Ja. Zu viel. Bleibt mir noch die ganze Nacht wach. Wie schaut's mit Führerschein aus? Mit Führerschein hat es die letzten Wochen nicht so rosig ausgesehen, aber ich bin dran. Nachdem ich einmal durchgefallen bin, starten wir das Comeback. Ich habe der Fahrschule schon geschrieben: Hallo, ich bin wieder in Berlin und würde gern mit dem Führerschein weitermachen. Hey, alles klar. Wissen ihr Bescheid? Wisst ihr beim TÜV? Ein paar Fahrstunden wären nicht schlecht. Ich bin dran. Und dann wird das Ding fertig gemacht. Nochmal lasse ich mir das Ganze nicht versauen. So, klassischer Samstag in Berlin. Die einen mit ihrer Prosecco-Flasche, der andere mit seinem Booster. So trifft die Gesellschaft aufeinander. Die einen kommen vom Arbeiten, die anderen gehen arbeiten, die anderen kommen vom Feiern, die anderen gehen feiern. Das ist 14:30 Uhr in Berlin. Herzlich willkommen am Frankfurter Tor. Ohne Witz. Ich weiß nicht, wann ich hier mal gelaufen bin, ohne dass Feuerwehr, Krankenwagen oder Polizei Sirene an war. Wieder ein bisschen deepere Frage von Max.Impala. Wie gehst du mit Niederschlägen um? Und das passt hier wie die Faust aufs Auge, weil das ist so die Strecke ins Gym. Und gegen Ende der Prep saß ich hier öfters, habe kurz Rast gemacht an so richtig üblen Tagen. Und habe dann auch immer übers Leben nachgedacht und über die ganze Vorbereitung. Ich saß auch schon hier und habe geheult. Also es ist schon nicht ohne, aber da ich mich selbst dafür entschieden habe, die Journey zu machen im Bodybuilding und die definitiv nicht für jeden ist, muss man lernen, mit Niederschlägen umzugehen. Es sind
Es werden euch immer wieder Niederschläge im Leben erwarten, in egal welchem Bereich. Es muss jetzt gar nicht der Sport sein oder so. Und ich finde, einen richtigen Champion macht es aus, wie du mit Niederlagen umgehst und nicht wie du mit Siegen umgehst, weil nach einem Sieg sich freuen kann jeder, aber ein wahrer Champ stellt sich raus, was du machst, wenn du eine Niederlage hast. Auf jeden Fall nicht in Selbstmitleid versäuern. Leute bemitleiden sich selbst, erzählen selbst, oh, es ist alles so hart und schwer und das und das. Und das sind auf jeden Fall Loser. Das ist auf jeden Fall eine Loser-Mentalität, sich selbst zu bemitleiden. Spain, España in the house, hey, hola, hola. Nice, hey, wish you a great day. Thank you. Bye bye. So viel Pre-Workout ist noch drin. Mein Körper wärmt sich schon auf, also ist alles perfekt abgestimmt. Also wir könnten noch immer uns anschließen und zum CSD mitmarschieren. Die laufen also schon los. Dann holen wir beim Späti kurz noch 2-3 Kolben, um uns auf Temperatur zu bringen. Genau. Und dann passt die Sache schon, hätte ich gesagt. Alice ist heute auch schön auf einem coolen Event, aber ich bin da nicht am Start. Was mich aber auch zu einer coolen Frage bringt, von Tom_REB. Sozialleben aufgeben für Hobby-Bodybuilding. Und da muss ich auf jeden Fall ein dickes Nein raushauen. Ihr solltet nie euer Sozialleben aufgeben. Erst recht nicht, wenn ihr was hobbymäßig macht. Selbst ich als Top 3 beim Mr. Olympia gehe ab und zu raven, gehe ab und zu auf Events, hab Spaß im Leben. Und ihr müsst auf jeden Fall gucken, dass ihr da mal ausbricht, was unternehmt, gerade mit Familie, Freunden. Also das ist ganz, ganz wichtig. Und da habe ich auch gemerkt, kommen die Fortschritte einfach auf euch zugeflogen, wenn ihr einfach mal einen Gang zurückschaltet, alles nicht so verbissen nimmt, ein bisschen klarkommt und dann das Ganze trotzdem durchhast. Alles gedacht. Wohin des Weges? Zum Bunker geht's heute. Ja, dann seid ihr aber schon dran vorbeigelaufen. Wie? Echt? Kommt mal mit jetzt hier. Seid ihr auf dem Die Weg? Jugend von heute muss man immer erziehen hier. Unglaublich. Komm mit. Da reist man aus dem schönen Baden-Württemberg hier Ach an. was? Ja. Das sind ja auch noch meine Landsleute. Rein hier. Heute geht auf mich der Eintritt. Was macht ihr hier? Ja, Klassenfahrt. Ja, du bist doch aber bist so ein paar Mal sitzen geblieben, Alter. Ich? Du bist schon übel, Nein, wie kommst du da drauf? weil du übel alt aussiehst und übel stabil bist. Wie alt sind wir? Ich mach gerade mein Abitur. Ach so, Abifahrt, das ist okay. Ja, ich war mit der Realschule hier, deswegen hier auch schon junge Bart am Start, was ist denn hier los? Ja. Fühle ich mich wieder Junge auf Klassenfahrt. Okay. Rein da, Jungs. Die gute Stube. Das paar Gains heute. So, Kabel ist belegt. Das heißt, wir machen uns noch am Reverse Butterfly warm. Und dann fetzt sich ein gutes Schulter-Trizeps-Training durch. Heute ein bisschen weniger Gelaber. Wir haben jetzt die ganzen Erklärstunden gemacht in der Off-Season. Und in den letzten Trainings, jetzt versuche ich euch das Ganze ein bisschen hautnah mit zu geben. Und eher mehr vor und nach dem Training Quatsch zu machen, aber jetzt ist ernsthafte Stimmung angesagt. Es geht dieses Jahr um was und da muss alles passen, deswegen einfach zugucken, genießen und mit Fieber heißt es heute. Aber generell kurze Preview, solange wir noch warten. Wir fangen wieder an mit hinterer, machen die seitliche Schulter, also ich mache ja eigentlich nur noch hintere und seitliche. Überkopfdrücken wird nicht mehr gemacht. Hat der Stoff aufgetragen und auch kein Frontheben oder so. Und dann machen wir noch 2 Übungen Trizeps und dann sind wir durch für heute. Erster Satz geschafft. Zwirbelt richtig rein hier am Kabel. Das Ganze könnt ihr auch da machen. Ich will jetzt nicht alle von euch sehen, dass die wieder die Kabeltürme belegen und die Leute mir schreiben. Kabel ist ja einfach nur besser, weil ich mehr Gewicht benutzen kann und dann nicht dadurch limitiert bin. Ansonsten ist Reverse Butterfly auch super. Und man sieht hier, die Schulter hat gearbeitet, schon parallel
die hintere Schulter treffen. Davon mache ich 3 Sätzchen. Dann gucken wir weiter. Zweite Übung kennt ihr ja, mein Favorite. Genau, für den Part hier. Sieht mir schon bockt ein bisschen aus. Wie der Zufall es will, ist die neue Seithebemaschine. Ach, guck an. Perfekt. Genau, defekt. Das ist hier der defekte Raum. Aber welche nicht defekt ist, ist die hier, wo ich mich noch reinzwingen musste in der Offseason. Die erweist auch schon treue Dienste seit Jahren. Für ein bisschen mehr Reps. Die im Liegen habe ich ziemlich schwer gebolzt. Komm jetzt. Chris.
Nächste Übung, tatsächlich letztes Training spontan entstanden, weil wir nicht wussten, wo wir Shrugs machen. An der Belt Squat Maschine Shrugs. Also vielleicht wird das der nächste Move. Nee, Spaß, aber ist einfach aufzubauen, kann man gut dran arbeiten, kann man wirklich auch den gesamten Trapez und Nacken bearbeiten. Und da machen wir jetzt auch 3 Sätze. Nacken ist durch, gut aufgepumpt und jetzt geht's weiter. Trizeps Pushdowns. Und hier tatsächlich muss man das Kabel gar nicht ganz hoch machen. Es reicht eigentlich völlig aus, wenn das hier auf der Höhe ist. Ich kann es theoretisch noch ein Stück tiefer machen. Dann müsst ihr nicht von oben erstmal runterreißen, sondern könnt hier aus dem Stand gut arbeiten. Mittlerweile im Trizeps eigentlich 3-mal die Woche drin. Oder nicht die Woche, ich korrigiere, 3-mal in 10 Tagen. Mein Split zieht sich ja über 10 Tage. Also da wird schon oft bearbeitet. Dementsprechend kann ich da nicht allzu viel Volumen machen. Also wenn ich jetzt 20 Sätze jede Session machen würde, das wäre ziemlich knackig, aber ich mache immer so, ja, 6 heute, 9 am Armtag und nochmal 6 an meinem Brusttag. Also schon, ich probiere es mal, aber es scheint ganz gut zu fruchten aktuell. Das kann ich schon wegregenerieren kommen. Das kam mir gerade so leicht vor. Vielleicht ist das andere Kabel drüben ein bisschen leichter, aber egal. Vielleicht liegt es auch daran, dass du seit Monaten einfach nur Schulter, Trizeps oder Rücken trainierst. Ja. Ich habe dich sonst nichts anderes gesehen, seit wir in Berlin sind. Das muss ja wachsen, Digga. Nee, halt, morgen machen wir Beine. Wirklich? Ja. Denk lieber nochmal drüber nach. Mein 4 bis 5 Sätze Beinprogramm. Das wirst du morgen sehen. 20 Minuten. Nee, es braucht tatsächlich auch 90 Minuten oder so, aber es sind 4 oder 5 Üblersätze, aber das ist schon, das mache ich heute an Armen. So. Aber die Scheiße wächst trotzdem. Das ist das Lustige daran, kann man fast schon sagen. Gut, aber wenn du 5 Sätze machst, die richtig zimmern, das wird oft unterschätzt, das wird so belacht, aber alle, die wirklich mal all out gehen können, das ist ja auch was man über Jahre erst lernen muss, wirklich sich ans Limit zu tasten. Deswegen ist HIIT auch nichts für Anfänger, sag ich mal, und da sollte man immer eher Volumentraining machen und es dann hochfahren, je fortgeschrittener man wird.
gut. Letzte Woche 9, diese Woche 12. Ich glaube, ich war am anderen Kabel, das lief ein bisschen, es lief nicht ganz so flüssig, aber ist auch egal, ist ein guter Satz. Gleich der letzte Satz an, aber wir dürfen die Fragen nicht vergessen. Eine Frage passt ganz gut rein von Modu X Noel. Was willst du noch in deiner Bodybuilding-Karriere erreichen? Also Bodybuilding technisch will ich auf jeden Fall den Olympiatitel nach Hause bringen zu uns, und das ist schon das größte Ziel in dem Sport. Was ich auch erreichen will, ist ein Arnold Classic Sieg. So die 2 Titel, die zu holen, das wäre, also da würde man schon Geschichte schreiben, und das ist auf jeden Fall das Goal, aber auch generell, ja, mich in den Bodybuilding-Geschichtsbüchern verankern und das Beste einfach rausholen in meiner aktiven Karriere und die dann hoffentlich, ja, gut zu Ende bringen und da auch einen guten, wie soll ich sagen, Absprung schaffen. Also nicht Absprung im Sinne von nie wieder irgendwas mit der Szene zu tun haben, aber einen Absprung in dem Sinne, dass ich Nachwuchs fördere, Nachwuchs push vielleicht mal irgendwie in Zukunft. Aber noch bin ich der Nachwuchs, und das ist Zukunftsmusik, deswegen machen wir vollen Angriff, Alter, und rütteln am Ohren. Kicken den Kollegen da oben runter. Hoffmanns Trizeps-Überkopfmaschine für den langen Trizepskopf, ganz wichtig. Und da nochmal 3 Sätze und dann ist finito. Sind auch schon 1,5 Stunden dabei. Aber bockt mit dem Ziel vor Augen. 15 Wochen Marke geknackt. Da geht's gut voran dann. Einige Kilos noch zu verlieren. Ja, aber der Look verändert sich jetzt schon täglich, und das ist geil. Das war's hier. Buch ist voll. Brauchst du wohl ein neues? Morgen gibt's ein neues. Sehr gut. Einmal.
eine mehr. Jetzt hatte ich 2 Sätze, wo ich letzte Session gleich viel gemacht habe. Und dann ist manchmal doch der Kopf. Und im letzten Satz wollte ich es dann nochmal wissen. Stark, Junge. Gute Session. Sehr konzentrierte Session. Ich glaube ziemlich nahbare Session auch. Weil so trainiere ich in diesem Pace, in diesem Flow. Trainiere ich jetzt auch, wenn ich alleine bin, in diesem Sinne. Also ohne euch mit dabei. Und ja, so soll es bei euch auch aussehen. Also keine Fünfergruppen am Kabelturm bilden und ewig pausieren, sondern immer im Fokus bleiben und gucken, dass ihr ein sauberes Training abliefert, solides Training, dass wir guten Nachwuchs bringen aus Deutschland. So, jetzt wollte ich aber auch nochmal hier eine Abschlussfrage aus dem Gym bringen. Und zwar von Moritz Steg. Warum nicht Open? Das würde mich auch interessieren. Das ist die Frage, das ist die Abschlussfrage, die ich mir hier aufgespart habe. Und da muss ich einfach sagen, weil jetzt noch nicht die Zeit dafür ist. Die Zeit ist jetzt in der Classic und ich kann eure Begeisterung verstehen, aber lasst uns doch einfach versuchen, erstmal einen Olympiatitel zu holen und alles andere, was danach kommt, das kommt danach, aber seien wir nicht so sprunghaft, fokussieren uns erstmal aufs erste Ziel und gucken dann, wo die Reise hingeht. Nicht so viel mal mutmaßen, schauen, muss der Muskeln verlieren, passiert das. Da sind ja die Expertenmeinungen immer ganz, ganz groß, auch im Netz. Und ich finde einfach, ich will das machen, was ich liebe. Das ist die Classic Physik aktuell. Ich finde den Körper dort extrem erstrebenswert. Ob es mal die offene wird, das ist mal dahingestellt. Aktuell ist es auf jeden Fall nicht der Fall und mehr müssen wir auch nicht wissen. Ich bin immer einer, der lebt im Hier und Jetzt, von Tag zu Tag. Noch bin ich glücklich, gesund und munter und ich hoffe, das bleibt auch so und dementsprechend kann man dann seine Zukunft und Karriere planen, aber jetzt sind wir gerade dabei, mit Deutschland da vorne ich wollte schon sagen einzumarschieren, aber das hört sich dann immer so... Guck mal, immer wenn man so ein bisschen Nationalstolz zeigt als Deutscher, ist das immer ganz schwierig zu verpacken. Ist das ja schon mal aufgefallen? Das ist einfach so. Das ist einfach so, schade, ja. Aber ich sag's einfach so. Wir haben die Chance, da vorne einzumarschieren. Und, ja, hast du auch recht. Das ist ja auch geil. Das ist, glaube ich, eine ganz geile Sache. Und deswegen grinden wir die erstmal weiter. Und was heute ist, ist heute. Und was morgen ist, ist morgen. Und in diesem Sinne würde ich mich sagen, verabschiede ich mich auch. Und wir sehen uns morgen wieder zum Leg Day. Und euch sehe ich im nächsten Video wieder. Ihr könnt uns natürlich supporten, wisst ihr ja Bescheid. Die Codes kennt ihr als treue Zuschauerschaft mittlerweile. Ansonsten kommt auch bald viel auf Miracleware. Das ist natürlich der direkte Support. Da auf jeden Fall immer die Insta-Seite abchecken für News. Ansonsten bin ich raus aus Berlin, ab auf den Christopher Street Day und gib ihm Spaß, ab nach Hause, Meal essen und pennen gehen. Adios.